In der Queer-Theorie fantasiert die Macht, reguliert die Macht, begehrt die Macht. Keine Heteronormativität ohne Begehren. Doch auch keine Herrschaftskritik. Das Begehren bewegt sich in Bildern. Möchten Sie eine andere Einstiegspassage? Dann drücken Sie die 1. Möchten Sie einen simpleren Einstieg? Dann drücken Sie die 2. Möchten Sie wissen, was queere Herrschaftskritik mit Sprache zu tun hat? Dann bleiben Sie in der Leitung. Welches Pronomen verwendest du? Zunächst scheint es eine simple Frage. Doch die Grammatik ist tricky. Und die Optionen sind vielfältig. Xia Schreibt Xisen, Forschungsbericht. oder Nim schreibt Nimsen. Nimsens Freund in oder Xises Freund, ihn oder Xies, Freundin berät Xin. Dir schlauen Freund hat gute Tipps. They are happy. who exactly? Unterstrich bewirkt ein Zögern und eröffnet einen neuen Raum. Asterisk denaturalisiert und verweist auf ein offenes Spektrum. Geht das auch in leichter Sprache? Ja, Experimentierfreude ist gefragt. Als allererstes gilt, persönliche Selbstbezeichnungen abfragen und respektieren. Sprache kann ermächtigend sein oder verletzend. Sie teilt die Welt ein, in männlich, in weiblich. Sprache ist Stereotypisierung und Othering. Sie klassifiziert, sie hierarchisiert und das nicht nur die wissenschaftliche. Sprache ist aber auch Widerstand. Einen politischen Slogan erfinden, ein Graffiti sprayen, Poesie. Queere Abstraktionen. Oder Figurationen. Handlungsmächtige Bilder, die bewohnt werden können. Sprache drückt außerdem aus, was noch nicht existiert, was verboten ist, was wir nur hoffen können. Fantasie und Spekulation. Sprache ist cool, so viel Power drin. Ich will mit Sprache etwas machen. Nein, Sprache hat etwas mit mir gemacht. Schon längst. Die Sprache hat mir mitgeteilt, dass ich mich selbst hassen muss. Die Sprache hat mir beigebracht, wie ich andere Menschen am effektivsten zerstören kann. Und das mit Humor. Die Sprache, die mich großgezogen hat, wollte mich nicht aufwachsen lassen. Sprache ist eine Straße mit Pflastersteinen, auf der ich mit Pfennig absetzen laufe, mit auf der Gefahr, bei jedem Schritt, bei jedem Wort, auf die Nase zu fallen. Die Fallhöhe von Wort zu Wahrheit möchte ich verringern. Alternativ möchte ich lernen, den Schwindel zu ertragen. Ich möchte, dass die Sprache mich begreift. Alternativ möchte ich, dass die Sprache mich in Ruhe lässt. Mit Sprache habe ich vor allem gelernt, mich selbst zu hassen. Sprache hat mir beigebracht, wie ich mich und andere hassen soll. Symbolische Gewalt. Der sich mit kulturellen Mitteln begegnen lässt. Medien bilden nicht ab. Sie sind erfindungsreich, sie vermitteln, sie verleihen Existenz.
Der Norm entgegentreten. Das geht auch mit Performance und Körpersprache. Wusstet ihr, dass Körpersprache 80% der Botschaft ausmacht? 80% Chance, dass Drag funktioniert. Sie haben eine neue Nachricht. Beleidigendes kann umgewertet werden. Das ist genau das, was mit queer passiert ist. Ja, die Resignifikation. Oder Veruneindeutigung. Resignifikation muss begehrt werden. Und Begehren bewegt sich in Bildern. Wer spricht hier? Wände haben Ohren. Bilder sprechen. Ein öffentlicher Kuss? Sex in Public. Wo siehst du hier eine Öffentlichkeit? Das ist doch alles weiß. Ja, sind wir denn keine Öffentlichkeit? Und ist es nicht ganz schön indiskret, wie wir hier stehen und das Bild kommentieren? Ist doch nur ein Bild. Und du meinst, in Anbetracht eines Bildes können wir nicht voyeuristisch sein? Ich finde es auch bezogen auf ein Bild problematisch, das Gesehene zu kommentieren, abfällig, entwertend oder gar vergötternd, idealisierend darüber zu sprechen. Du hast recht. Ich denke, wir sollten vom Sprechen über zum Sprechen mit wechseln. Das ist schließlich auch im Alltag hilfreich, um Stereotype zu vermeiden, um welche nicht zu denen da, den anderen zu machen. Sprechen mit. Aber stören wir sie denn nicht bei ihrem Kuss? Sprechen mit dem Bild, nicht mit den Figuren auf dem Bild. Thanks, I'm fine. Bild, willkommen in unserer Mitte. Wir wundern uns über dich. Wie kannst du eine solche Intimität der Öffentlichkeit aussetzen? Aussetzen? Queere Öffentlichkeit schaffen. Ist dies eine queere Politik von Kiss-Ins? Nach dem Motto We are here, we are queer, get used to it? Schließlich ist es auch nicht das klassische Heteropaar, was wir hier zu sehen bekommen. Hallo von meiner Seite. Ich habe euch schon die ganze Zeit zugehört. Die Idee mit den Kiss-Ins gefällt mir. Schließlich waren sie auch im AIDS-Aktivismus der 1990er Jahre sehr wichtig. Sie haben gezeigt, dass eine beleidigende, hasserfüllte Öffentlichkeit tödlich sein kann. Eine Botschaft auch für den Kampf gegen Rassismus. Konfrontativ und nicht bescheiden. Wir sind hier, gewöhnt euch gefälligst daran. Statt um Integration zu betteln, fordern wir die Mehrheitsgesellschaft auf, sich zu verändern. Die Mehrheitsgesellschaft. Oder besser das je konkrete Publikum. Denn Ausgrenzung findet ja auch in alternativen Szenen statt. Die weiße, überwiegend weiße Orgagruppe des CSD zum Beispiel. Auch da können schwarze und migrantische Queers und QTB-POC zu Recht fordern, we are here. Hört uns zu, haltet endlich eure weißen Münder und lasst uns die Agenda setzen. QTI BIPOC. Queer, Trans, Inter, Black, Indigenous People of Color. Stimmt, aber was hat das überhaupt noch alles mit dem Bild zu tun? Vorhin sagte ein, der Hintergrund sei schlicht weiß. Ich würde eher sagen, er eröffnet Raum, dass das jeweilige Publikum hinzutreten kann. Wäre er gefüllt, hätte der intime Kuss einen Kontext. Die Betrachterin würde den Kuss in Bezug auf den Kontext interpretieren und könnte sich selbst auf Distanz halten. By the way, wer hat denn eigentlich die Zeichnung erschaffen? Meine Zeichnerin heißt Laila Ali. Sie ist schwarze US-Amerikanerin und dafür bekannt, dass ihre präzisen, comicartigen Zeichnungen eine beunruhigende Ambivalenz zur Schau stellen. Rassisierte Beziehungen, Geschlechterverhältnisse, die Unterscheidung von Zärtlichkeit und Gewalt. Alles ist am Changieren und durchkreuzt gewohnte Raster. Das ist gut beschrieben. Ich habe schon mehrere Zeichnungen von ihr gesehen. Manchmal dachte ich, es wären muslimische Körper, manchmal dachte ich, es wären schwarze Körper, einmal sogar der Ku Klux Klan. Ich wusste auch nicht genau, woran ich das festmache. Ich meinte, einmal Basketballspieler zu sehen, aber dann erkannte ich, dass der Ball der Kopf war.
Vielleicht geht es weniger um die Kategorien als um die Beziehungen, die Gefühle, die ausgedrückt werden sollen. Das kann sein, aber schau, auch die sind ambivalent. Die Figuren, warum umarmen sie sich nicht? Sie stehen stocksteif da mit Abstand zwischen den Körpern. Und schauen mit misstrauischem Blick zur Seite, aus dem Bild heraus. Als ob sie sich beobachtet fühlten. Oder vielleicht bedroht? Von uns? Oder voneinander? Es besteht irgendwie ein Kontrast zwischen beiden, oder? Nackte Brüste versus Kettenhemd. Ich kann auch nicht so genau entscheiden, ob es sich hier um Liebe oder Angst handelt. Oder Provokation oder Appell oder Sexappeal. Und warum seht ihr eigentlich, wie vorhin behauptet, kein heterosexuelles Paar? Und warum seht ihr überhaupt ein Paar? Sehr gute Fragen. Zum Glück lassen sie sich nicht endgültig beantworten. So könnt ihr euch immer weiter darüber austauschen. Und ehrlich gesagt, es macht Spaß, euch zuzuhören. Jemand sagte einmal, queer sei, was sich weigert, eine feste Form anzunehmen. In diesem Sinne bin ich sehr gerne ein queeres Bild. Queering ist eine politische Praxis. Queering ist eine ästhetische Praxis. Queering löst Gegensätze auf. Stattdessen Ambiguität. Hybridität. Fluidität. Changieren. Nuancen. Paradoxien. Absurdes. Queering schafft dynamische Verhältnisse zur Norm. Widersprüchliche Positionen ergänzen sich. Kategorien werden durchkreuzt. Feste Identitäten lösen sich auf. Queering heißt Konflikte aushalten. Lust an Komplexität, Konfusion und Konflikt. That's queer.